Wenn ich 10.000 Euro hätte, wie würde ich die anlegen? Das möchte ich dir in diesem Video einmal beschreiben. 10.000 Euro bekommt man normalerweise nicht auf einen Schlag, sondern das musst du schon etwas ansparen. Zumindest mir geht es so oder ging es so. Aber wenn du einmal das auf deinem Tagesgeldkonto hast und jetzt 10.000 Euro zur Verfügung hast, dann möchte ich dir sagen, wie ich das investieren würde. Und zwar, ich investiere immer in einen ETF weltweit gestreut. Da gibt es verschiedene Anbieter, zum Beispiel iShares, Vanguard und viele weitere. Aber ich würde dir in diesem Fall das Haus Spider empfehlen, denn ich investiere auch in einen weltweit gestreuten ETF bei Spider, denn bei Spider bekommt man die günstigsten ETFs, auch wenn sie genauso auf den MSCI World Index abzielen und damit die ganze Weltwirtschaft abbilden. Bei Spider bekommst du trotzdem die günstigste TER, die TER, das sind die Kosten, die du für den ETF bezahlst, auch wenn du die nicht mitbekommst. Aber trotzdem bietet Spider grundsätzlich die günstigsten ETFs an, zumindest auf die ich bespare. Und deshalb ist dieser ETF auch derjenige, der am meisten Rendite abwirft. Denn je weniger Kosten, desto mehr Rendite. Ist eigentlich relativ einfach. Wenn du die WKN-Nummer haben möchtest oder die ISIN, die lasse ich dir mal unter dem Video in der Beschreibung, da kannst du das nachschauen und vielleicht auch in diesen ETF investieren, obwohl das natürlich keine Anlageempfehlung ist. Das soll mal gesagt sein. Aber so zeige ich dir zumindest, in welchen weltweit gestreuten ETF ich investiere. Vergleiche dann die Daten im Factsheet meines ETFs mit allen anderen, die dich interessieren können und wähle dann für dich den besten aus. Und hab auch immer im Hinterkopf, dass Investieren ein Risiko birgt, dass du dein Geld verlieren kannst. Das ist leider so, denn in der Börse geht dein Geld bzw. das, was du investiert hast, immer hoch und runter. Aber zumindest, wenn du in einen weltweit gestreuten ETF investierst und das auf die lange Sicht, sagen wir mindestens 10, 15, 20 Jahre, dann ist es höchstwahrscheinlich, dass du nicht im Minus landest, sondern eher eine gute Rendite damit erzielen kannst. Denn auf so eine lange Sicht bekommt man im Durchschnitt ca. 7% Rendite pro Jahr und deshalb ist es auch eines der meist empfohlenen Anlagestrategien, wenn man mit dem Investieren anfängt. Denn 10.000 Euro würde ich jetzt eben nicht streuen in verschiedene Einzelaktien oder Bitcoin oder sonst irgendwo, sondern ich würde es einfach nur in einen weltweit gestreuten ETF anlegen. So einfach, denn 10.000 Euro ist so gesehen gar nicht so viel. Was du dann sowieso noch machen solltest, ist jeden Monat über einen Sparplan weiter in diesen ETF investieren, damit das Geld wächst. Denn bis zu mindestens 100.000 Euro musst du fast das ganze Kapital selbst einbringen. Das Geld wird für dich noch nicht so stark arbeiten wie ab 100.000 Euro. Also sagen wir so grundsätzlich, bei 100.000 Euro hast du wahrscheinlich mindestens 2/3 bis 80% von dem Geld selbst investiert. Deshalb 10.000 Euro ist einfach nicht genug. Mach einen Sparplan und investiere so viel du kannst in diesen ETF, aber in nichts anderes. Nur in diesen ETF, den du ausgewählt hast. Und dann wirst du sehen, dass du im Laufe der Zeit in den 10, 15 oder 20 Jahren dann locker über diese 100.000 Euro kommst. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Dann zeig es mir mit einem Like. Abonniere bitte auch hier meinen Kanal, dass du kein Video mehr verpasst. Und hier geht's weiter zum nächsten Video. Da sehen wir uns. Bis dann. Ciao.